Der Max-Fan. Alle reden über ihn. Ich habe ihn jetzt seit einem Jahr in meinem Fahrzeug. Ich berichte euch, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und vor allem, wie kompliziert der Einbau war, denn mein ursprüngliches Dachfenster war eigentlich viel zu groß dafür. Wenn dich das alles interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um den Max-Fan. Gar nicht speziell um den Max-Fan, also irgendwie schon, weil er halt bei mir verbaut ist, aber mir geht es generell darum, wie halte ich mein Fahrzeug kühl. Denn das ist eine Erwartungshaltung, die ich habe, wie ich im Sommer bei solchen Temperaturen wie heute, wenn es auch so richtig schwül ist, wie es heute hat, wir haben so 30 Grad circa, wie ich es trotzdem angenehm in meinem Fahrzeug halten kann. Vor allem nachts natürlich. Und ich habe schon mobile Klimaanlagen getestet, da war ich aber nicht so Fan von. Das hat irgendwie alles nicht so funktioniert. Und jetzt schaue ich mir den Max-Fan an. Seit einem Jahr habe ich ihn jetzt verbaut und ich möchte euch ein bisschen über meine Erfahrungen berichten. Jetzt aber der Reihe nach. Wie habe ich das Video untergliedert? Das ist ganz einfach. Ganz am Anfang gucken wir mal ganz sporadisch die Spezifikationen des Max-Fan an. By the way, ich habe hier natürlich auch wieder Sprungmarken im Video. Das bedeutet, du kannst genau an die Stelle des Videos springen, die dich ganz besonders interessiert. Dann hüpfen wir direkt in den Einbau, denn der war bei mir ein bisschen besonders. Warum? Ich habe den an einer Stelle platziert, wo zuvor ein Dachfenster war. Das ist erstmal optimal. Allerdings war das Dachfenster deutlich größer, als es letztlich der Max-Fan ist. Und wie man das alles bewerkstelligen kann, das zeige ich euch da in diesem Teil. Und dann gucken wir, wie sich der Max-Fan im Alltag bewährt hat, sowohl im Winter als auch im Sommer. Und das fließt dann auch automatisch so ein bisschen in mein Fazit über. Und da sind wir schon wieder durch und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Sprechen wir kurz über die Spezifikationen. Hier oben seht ihr ihn sowohl von außen als auch von innen so ein bisschen. Der Max-Fan hat einen Ausschnitt von 40 x 40 cm. Und das war auch so ein bisschen mein Problem, ehrlicherweise, denn mein Dachfenster war deutlich größer. Und das ist auch wichtig für den nächsten Punkt, denn ich habe mir dann auch das Gewicht angeschaut. Der Max-Fan selber, der wiegt 6 Kilogramm. Ich habe den dann mal mit dem ganzen Geruppel draufgelegt auf die Waage, weil du musst ja die Fernbedienung mit dazu rechnen, du musst dann am Ende auch die Kabel mit dazu rechnen und in meinem Fall eben auch eine Blende und so kleine Holzrahmen, weil ich eben mein Fenster ein bisschen verkleinern musste, beziehungsweise den Ausschnitt. Und dann komme ich bei beiden so auf ca. 8,6 Kilogramm. Also insofern schenkt sich vom Gewicht bei mir erstmal gar nichts. Der Max-Fan läuft auf 12 Volt, das ist alles mit einem Kugellagermotor. Er hat ein Moskitonetz, das bedeutet, wenn der offen ist, dann ist man automatisch über das Moskitonetz von äußeren Insekten geschützt. Die Haube gibt es in unterschiedlichen Farben, transparent und Black Smoke, glaube ich, oder Smoke Black heißt es, was ich jetzt zum Beispiel bei mir in der Variante habe. Es ist ein Thermostat verbaut, das bedeutet, er regelt auch selbstständig, wenn wir eine gewisse Temperatur erreicht haben. Das passiert bei mir in der Regel immer nur nachts, dass er dann auch wieder abschaltet. Das Ganze kann während der Fahrt betrieben werden und es kann auch während Regen betrieben werden, denn es ist ein Nässeschutz dabei. Das bedeutet, Wasser kann also von außen erstmal unmittelbar nicht ins Fahrzeug eindringen. Der Ventilator selber, der hat einen Durchmesser von 30 cm und ein Luftvolumen schafft das Ding von 26 Kubikmeter pro Minute. Und dann ist natürlich bei den Spezifikationen auch noch der Preis wichtig. Und der liegt im Netz so zwischen 320 und 360 Euro. Es kommt ein bisschen drauf an, welche Farbe man auch auswählt. Und dazu kommt dann entweder auch noch optional das Rollo, aber natürlich auch noch der Einbau. Und der ist wieder bei jedem Fahrzeug natürlich unterschiedlich. So, jetzt weißt du Bescheid und wir können gleich zum nächsten Punkt springen, dem Einbau. So, dann lasst uns das Ding jetzt mal einbauen. Und bevor wir an den Einbau denken, müssen wir erstmal das alte Dachfenster ausbauen. Auf der einen Seite muss man hier ordentlich zupacken, auf der anderen Seite braucht man aber doch auch ein ganz schönes Fingerspitzengefühl, das der Jochen hier auf alle Fälle super beweist. Ja, und dann kann man es auch schon rausheben, das alte Ding. So sieht das dann aus und da muss jetzt der Max-Fan rein. Aber nur herausnehmen allein, das ist es nicht, sondern man muss auch dafür sorgen, dass alle Rückstände beseitigt werden. Naja, und dann darf man den Strom natürlich auch nicht vergessen. Und diese gelben Nupsis, die ihr hier seht, die dienen dazu, dass man das Kabel besser durch das Fahrzeug führen kann, dorthin, wo es eben hin soll. Und dann wird gemessen und mit diesem Klebeband schon mal vormarkiert, wo unsere, in Anführungsstrichen, Schablone aufgebaut wird. In der Zwischenzeit kümmern sich die Kollegen um die Verkabelung bzw. um die Stromzufuhr für den Max-Fan. Ja, und dann geht es darum, unseren Aufbau zu planen. Jetzt müssen wir das Fenster verkleinern. Dazu haben wir uns einen Kunststoff ausgesucht, der UV-beständig ist, der leicht ist, der auf der anderen Seite trotzdem sehr stabil ist, sehr langlebig ist. Und den haben wir jetzt mal aufgelegt und markieren uns mal die Stellen, wo wir ihn A aufkleben und B, wo wir später auch den Rahmen reinschneiden werden.
Wichtig ist, dass wir die ganze Unterkonstruktion auch noch entsprechend verstärken. Dazu haben wir uns ganz einfache Holzbalken genommen, die wir im Fahrzeuginneren in der Zwischenwand montieren, dass dort dann die Verstärkung mit dem späteren Max-Fan aufliegen kann. Dann checken wir nochmal, ob der Rahmen reinpasst, ob wir das alles richtig vermessen und geschnitten haben. Und wenn das alles passt, dann wird geklebt. Und genau in diesen Situationen bin ich eben heilfroh, dass ich bei einer Fachwerkstatt bin, dass das einfach Leute machen, die sich damit auskennen, das schon mal gemacht haben. Denn hier sollte man jetzt nichts verkacken. Dann wird noch die Außenkante schön verschlossen und vor allem schick gemacht. Ja, und dann können wir uns schon um den Rahmen kümmern. Dort verwenden wir jetzt weiße Sikaflex und damit wird dann der Rahmen auf die neue Trägerschicht geklebt. Nun heißt es Daumen drücken, ob er auch wirklich passt. Und schon ist das Ding hier ordentlich drin und man sieht nun auch diese Holzverstärkungen, die wir zu der Trägerplatte zusätzlich im Inneren montiert haben. Sitz wackelt und hat Luft und jetzt kommt die Hochzeit. Der Max-Fan wird eingesetzt. Dann heißt es nur noch Strom anschließen. Unten ist schon alles soweit fertig. Wir schließen noch den Max-Fan an und dann heißt es testen. Ja, das sieht doch schon mal super aus. Und nach diesem erfolgreichen Test heißt es nur noch die Kabel ordnungsgemäß fixieren und verbauen und den Rest mit Isolierung auffüllen. Ja, und das ist dann das Ergebnis. Ich weiß, man hätte jetzt auch eine zum Fahrzeug passende Platte nehmen können, aber es hat lange gedauert, bis wir überhaupt mal das richtige Material gefunden haben und die richtige Farbe dazu nochmal zu finden, das hätte nochmal deutlich länger gedauert und ich war der Meinung, da oben sehe ich es A eh nicht und B werde ich das Audio ja noch folieren und dann kann ich mir noch Gedanken machen, wie ich damit umgehe. Ich habe mir dann noch den Rollo angeschaut, aber mit der Qualität war ich nicht so ganz glücklich, deswegen habe ich auf diesen Rollo verzichtet, den wollte ich also nicht einbauen, aber dazu dann später in meinem Fazit mehr. Naja, und nachdem das Ganze jetzt noch nicht so schick aussieht, kommt jetzt noch die entsprechende Innenverkleidung, denn das, was wir außen gemacht haben, das Fenster zu verkleinern, das müssen wir jetzt natürlich von innen auch machen. Deswegen habe ich mir ein entsprechendes Holz gesucht, das passend zu meiner Küchenplatte ist. Hier passen wir nun den Rahmen vom Max-Fan ein und schneiden das Ganze entsprechend zu und montieren es später am Dachhimmel. Noch kurz die Seiten schick machen. Ja, und dann wird das Ganze montiert. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, traut ihr euch sowas selber zu oder geht ihr lieber in eine Werkstatt, um sowas machen zu lassen? Ich habe hier sehr viel lernen dürfen bei den Mikas. Es hat wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an euch, dass ihr mich da immer so über die Schulter schauen lasst und ich da so viel lernen kann. Ich selber muss sagen, ich würde mir diesen Einbau durchaus selber zutrauen, obwohl ich jetzt handwerklich nicht der allerbegabteste bin, aber gerade mit so einer Unterstützung wie Jochen ist das ja 0,0 Problem. Aber du brauchst das entsprechende Werkzeug und du musst schon den Umgang mit dem Sikaflex zum Beispiel wirklich gut kennen, denn da sollte am Ende kein Mist passieren. Und klar, immer wenn es um Strom geht, hier sollte man sich auch unbedingt auskennen. Entscheidet ihr selber und schreibt es gerne in die Kommentare, würdet ihr euch das selber zutrauen oder habt ihr es vielleicht auch schon gemacht? Welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Oder macht ihr so wie ich, fahrt ihr lieber in die Werkstatt, lasst euch das Dachfenster, wie in meinem Fall, verkleinern und den Max-Fan einbauen. So oder so, ihr wisst jetzt, wie der Einbau funktioniert und wir kümmern uns jetzt mal darum, wie sich das Ganze im Alltag so bewährt. Kommen wir zu meinen Alltagserfahrungen. Eine Sache, ein Tipp, den ich euch gleich mal mit auf den Weg geben möchte, ist die Fernbedienung. Und die sollte immer irgendwie aufgeräumt sein. Und ich habe für mich gelernt, es gibt 2 Orte, wo ich sie immer haben muss. Während der Fahrt habe ich sie vorne im Cockpit liegen. Und wenn ich mich dann im Wohnbereich aufhalte, dann habe ich hier an meiner Dusche so eine kleine Fernbedienungshalterung. Wo es das alles gibt, das verlinke ich euch natürlich entsprechend unten. Und da ist sie immer drin, da ist sie aufgeräumt, da fliegt die nicht umher und da geht sie mir vor allem auch nicht im Weg um. Das ist eine Sache, die ich schon mal gelernt habe.
Naja, und wie schlägt sich jetzt das ganze Ding im Alltag? Und da muss ich auch wieder sagen, da muss ich unterscheiden. Und zwar einmal zwischen Winterbetrieb und einmal Sommerbetrieb. Ich hatte gar nicht dran gedacht, dass das Gerät für mich im Winterbetrieb überhaupt relevant und interessant sein könnte. Aber es ist super gut, um dein Wohnmobil von der Luftfeuchtigkeit zu befreien. Denn ihr kennt wahrscheinlich alle die beschlagenen Frontscheiben. Und gerade wenn du im Winter in der Nacht schläfst, produzierst du einfach selber durch deine Atmung sehr viel Luftfeuchtigkeit. Da gibt es übrigens auch noch mal ein eigenes Video dazu, das verlinke ich sehr, sehr gerne, ist sehr interessant. Naja, und da habe ich jetzt ein Foto von euch, das blende ich euch mal ein. Und zwar ist das entstanden bei der CMT morgens, nachdem ich geduscht hatte. Und guckt mal, wie wenig Feuchtigkeit ich hier an der Frontscheibe habe. Naja, und das liegt daran, dass ich einfach richtig gut Stoßlüften kann jetzt im Winter. Wenn ich jetzt nicht morgens in der Dusche war, sondern einfach mal generell abends immer mal Stoßlüfte, also man sollte das ja öfter mal machen im Winter, mache ich hier einfach die Schiebetür auf. Das ist beim Kastenwagen natürlich sehr, sehr charmant, weil du da wirklich viel Luft hast, die reinkommt. Mach den Maxfan einmal an und lass einfach die Luft einmal durchpusten, fertig. Nach dem Duschen ist es so, dass ich dann oft einfach nur das Dachfenster von meinem Badezimmer öffne und je nachdem, wenn ich dann wirklich richtig kalte, trockene Luft draußen habe, dann lasse ich die Luft von dem Maxfan reinblasen in das Fahrzeug, sodass einfach die warme, feuchte Luft im Badezimmer nach außen gedrückt wird. Wenn wir wiederum sehr feuchte Luft draußen haben, weil es einfach viel regnet, wie es ja leider oft bei uns im Winter so ist, dann mache ich es umgekehrt. Dann öffne ich das Fenster bei mir im Badezimmer und blase die Luft einmal nach außen. Da habe ich die besten Erfahrungen gemacht mit der Luftfeuchtigkeit. Das ist das Thema im Winter. Also selbst da hilft mir der Maxfan wahnsinnig gut. Ja, und dann habe ich das ganze Ding aber natürlich auch im Sommer ausprobiert, denn darum ging es mir ja hauptsächlich. Und da habe ich so einen kleinen Versuchsaufbau gemacht. Ich habe hier so einen Thermometer, mit dem ich per Bluetooth alle Ergebnisse abfragen kann, das auch im Nachhinein. Ich bin folgendermaßen vorgegangen, ich habe das hier liegen lassen und ich habe 2 Tage mir rausgesucht, wo es annähernd von der Wetterlage gleich war. Das bedeutet, das Ganze habe ich zweimal durchgezogen, also in Summe 4 Tage. Und da habe ich dann mal das Thermometer mitlaufen lassen und die Ergebnisse, die finde ich ganz beeindruckend. Die möchte ich euch hier mal zeigen. Einmal war ich am Wolfgangsee, auch dazu gibt es ein Video zu dem Platz, wo ich war. Und da habe ich so gemacht, am ersten Tag habe ich das Auto komplett zugelassen. Da war ein Baum, also ich war so ein bisschen im Halbschatten, aber die Sonne hat schon durchaus aufs Fahrzeug draufgeknallt. Es war allerdings draußen nicht so warm, also wir hatten eine Außentemperatur von so 23 Grad. Und am zweiten Tag habe ich es dann anders gemacht, da habe ich dann nur den Maxfan laufen lassen und habe Luft nach außen blasen lassen. Sonst hatte ich aber kein Fenster offen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich habe mich nicht getraut, weil ich die beiden Tage komplett nicht am Fahrzeug war. So, und hier in der Kurve sieht man es jetzt ganz gut. Wir haben also am ersten Tag, das ist hier blau gekennzeichnet, da hatte ich so eine Höchsttemperatur von, naja, sagen wir mal so knapp 36 Grad im Fahrzeug. Und hier ist es auffällig, die grüne Linie ist der zweite Tag. Und zwar ist der Anstieg relativ ähnlich, also da konnte der Maxfan noch gar nicht so viel bewirken, aber ab einer gewissen Temperatur, so ab 27 Grad, ein bisschen drüber, hat er dann aufgehört. Also insofern war das sehr, sehr cool, weil ich sag mal, die Temperatur ging eigentlich nicht über 28 Grad bei mir im Fahrzeug. Ihr könnt es dann detailliert nochmal auf der Webseite sehen, da habe ich das im Blog alles nochmal verfasst, da könnt ihr euch das alles nochmal im Detail anschauen. Ich habe dann nochmal einen zweiten Versuch gemacht und den finde ich auch sehr spannend. Das war bei mir zu Hause, da hatten wir so Außentemperaturen, da war es dann schon wärmer, da hatten wir so 26 Grad ungefähr. Und ich habe die Sonne fast den ganzen Tag aufs Auto knallen lassen, außer nachmittags, da ist dann mal so ein bisschen Schattenloch. Das ist jetzt auch nochmal wichtig, wenn man sich das hier anschaut, weil dann versteht man auch die blaue Linie ganz gut. Erster Tag war wieder, ich habe gar nichts gemacht, also alles war verrammelt zu, kein Maxfan war an. Und zweiter Tag hier grün, habe ich Maxfan laufen lassen und habe Fenster noch geöffnet gehabt, und zwar Seitenfenster und Dachfenster. Und da ist das Ergebnis dann schon beeindruckend, also da habe ich dann schon einen sehr großen Unterschied. Ich will sagen, wenn ich mich also im Fahrzeug aufhalte, kann ich zumindest die Stauwärme hier schon deutlich abführen. Ich kann nicht runterkühlen im Sinne von, dass es hier drin dann kühler wird als draußen. Das habe ich aber bisher auch mit keiner mobilen Klimaanlage geschafft. Also insofern ist das Ergebnis für mich hier am beeindruckendsten. So, und jetzt seht ihr noch dieses Gerät hier. Das ist so ein kleiner mobiler Ventilator. Wenn ihr mich schon lange verfolgt, in so alten Videos hatte ich Ventilatoren, die mit Batterien betrieben wurden, und die habe ich mir oft unter das Heki geknallt. Da gibt es jetzt ganz neuere Modelle, was heißt, so neu sind die auch nicht mehr, aber die haben einen eingebauten Akku, die kannst du mit USB-C laden, sind relativ klein, kannst du dir so hinstellen, wie ihr gerade gesehen habt, aber die kannst du auch super beim Heki oben integrieren, und zwar einfach nur aufs Fliegengitter legen. Also so mache ich das. Kannst dann anschalten, der hat jetzt 4 oder 3 Stufen, wie man ihn betreiben kann. Und was mache ich da, wenn es so richtig heiß ist?
dann lasse ich auf der einen Seite bei meinem Heki hier, bei meinem ganz normalen Heki, den Ventilator laufen und lasse die Luft reinblasen. Und bei meinem Maxvan sauge ich sie an. Damit habe ich noch mal ein bisschen besseren Effekt. Und noch mehr Effekt habe ich damit im Badezimmer. Das bedeutet, wenn ich wirklich Luftfeuchtigkeit schnell raushaben möchte, dann unterstütze ich mit so einem Ventilator. Im Badezimmer passt der genau rein. Hier bei meinem großen Heki könnte ich sogar 2 bis 3 Stück von dem reinlegen, um da noch mal ein bisschen für Saft zu sorgen. Und ich habe keinerlei Installationskosten oder Installationsaufwand. Insofern ist das auch eine Lösung für den schmalen Taler. Und deswegen kommen wir jetzt gleich mal zu meinem Fazit. Sprechen wir über das Fazit. Und da möchte ich beginnen mit den negativen Sachen. Was ich überhaupt nicht gut finde, das ist das Rollo. Also das finde ich qualitativ grottenschlecht. Das schnallst dir auf, das ist billig anzufassen und am Ende ist es aber dafür gar nicht so günstig. Und mein Problem war, dass ich mein ursprüngliches Rollo nicht verwenden konnte. Und deswegen musste ich mir dann was Eigenes holen. Ich habe da eine eigene Verdunklung dazu. Das ist einfach nur so eine Thermomatte im Prinzip. Und die kann ich mir dann per Magnet hier drauflegen. So, und dann ist das dicht. Ich verlinke euch das auch sehr gerne, weil das war was ich ganz ekelhaft fand. Das Weitere, was ich nicht so cool finde, auch hier zieht sich die Verarbeitung durch. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Wenn man mal recht über Schlaglöcher fährt, dann klappert das schon. Also das hört man dann schon. Sowas stört mich und das finde ich nicht geil. Und das liegt einfach daran, dass das günstiges Plastik ist, das hier verwendet wurde. Und die dritte Sache, die mich stört, ist, die hört ihr jetzt, wenn man es aufmacht. Also dieses Geknarze beim Aufmachen, das ist schrecklich, das ist ganz, ganz schlimm. Natürlich ist mir bewusst, dass das aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu akzeptieren ist, weil hier einfach nur so Plastikzahnräder aufeinander greifen, aber es ist halt trotzdem ätzend. Und zwar nicht nur von innen, sondern eben auch, wenn du hier draußen bist. Es gibt aber natürlich auch eine ganze Menge positive Sachen zu erwähnen. Das erste ist, er läuft absolut zuverlässig und vor allem auch sehr, sehr leise. Nachts habe ich meistens nur so auf 10-20% eingestellt, habe die Seitenfenster leicht gekippt und dadurch habe ich immer frische Brise in meinem Fahrzeug und es fühlt sich dadurch deutlich kühler an und es ist für mich sehr, sehr angenehm zu schlafen. Was mich überrascht hat, woran ich überhaupt nicht gedacht habe, ist, dass er mir im Winter auch so nützlich ist. Also, dass ich meine Luftfeuchtigkeit aus dem Auto im Nu herausbekomme. Klasse. Und natürlich ist das Allerwichtigste für mich, dass er im Sommer dafür sorgt, dass diese ganze Stauwärme, diese Stauhitze wirklich aus dem Fahrzeug herausgebracht wird. Und das funktioniert. Es ist vollkommen klar, nicht so kühl wie eine Klimaanlage, aber das hatte ich auch nicht erwartet. Deswegen nochmal zusammengefasst, für Camper, die viel auf Stellplätzen oder Campingplätzen stehen, die damit also am Landstrom hängen, für die ist eine Klimaanlage mit Sicherheit das effizienteste Mittel. Für Leute, die wie ich sehr autark unterwegs sind und eben nicht so viel Strom zur Verfügung haben, für die ist dieser Maxvan oder welcher Ventilator auch immer wahrscheinlich die beste Alternative und das sinnvollste, effizienteste, was du dir autark mitnehmen kannst. Ja, und dann habe ich noch einen Tipp für diejenigen unter euch, die Wohnmobile zum Beispiel mieten oder die sagen, an so vielen heißen Tagen bin ich jetzt gar nicht unterwegs, Luftfeuchtigkeit im Winter rauskriegen ist für mich auch kein Thema. Hey, dann fangt doch einfach mal mit so einem Ding hier an, denn die sind super preiswert, die sind nicht schwierig zu installieren oder zu montieren und du kannst sie vor allem auch überall anders verwenden. Und damit mal starten ist, glaube ich, ganz nice und man kann das Ganze einfach mal ausprobieren. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was hast du noch für Erfahrungen, entweder mit anderen Geräten oder gerne auch mit dem Maxvan? Was hast du noch für positive als auch negative Eigenschaften, die du gerne noch mitteilen möchtest? Dann schreib diese sehr, sehr gerne unter die Kommentare, denn das hilft am Ende allen, die noch auf der Suche zur richtigen Entscheidung sind. An dieser Stelle schon mal vorab herzlichen Dank. Lasst auch super gerne ein Like da, das ist so eine kleine Bestätigung, ein kleines Lob für mich, dass euch dieses Video gefallen hat. Da geht es nicht um Like für den Maxvan oder für irgendwas, sondern einfach nur, dass ihr ein Video bekommen habt und euch jetzt hoffentlich ein bisschen besser eure Meinung zu diesem Thema bilden könnt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, sehr gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Jeder ist da ganz, ganz herzlich willkommen. Und jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns in die heiß-kalten Abenteuer da draußen. Es ist EM, das Wetter spielt mit. Also insofern ist eigentlich alles bombastisch. Ich wünsche euch, egal ob ihr mit Klimaanlage unterwegs seid, ob ihr mit so einem Ventilatorsystem unterwegs seid oder ob ihr einfach nur in der prallen Sonne liegt, immer ganz, ganz tolle Reise. Und das Wichtigste ist, kommt gesund, kühl und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, euer Markus. Ciao.